Alles hat irgendwann mal ein Ende. Doch wie es weitergehen wird, das seht ihr nur, wenn ihr dranbleibt. Wie ihr wisst, haben wir Tourney Runde 1 gegen Seven Deadly Sins gespielt. Ich habe jetzt natürlich am Anfang, weil es muss schnell gehen im Tourney, habe ich nicht die Zeit gehabt, erstmal die Basen aufzunehmen und. Deswegen, ich werde so wenig wie möglich schneiden in diesem Video, um euch von Grund auf zu zeigen, wie ich so ein Attack zum Beispiel mache, wie ich das aussuche, wie ich dann auch noch die Artis ändere und. Also, deswegen, ihr werdet diesmal einen ganz anderen Modus sehen. Bleibt einfach dran und seid gespannt. Jetzt gehen wir auch direkt rein. Ich habe mir was markiert gehabt. Die Off habe ich euch, meine ich, schon mal gezeigt gehabt. Das ist für mich ganz gut. Ich habe dort den Gapso bewusst gewählt und nicht die Kami, weil ich der Meinung war, beziehungsweise davon ausging, dass dort sehr viele Traps sein werden. Also, dass die getrappt werden mit Schild und. Natürlich, das ist ja klar. So ein Tourney lebt dann natürlich von Traps. Und deswegen, bin ich davon ausgegangen. Ich habe jetzt hier einfach den Shard als erstes rausgenommen, weil ich bin da ganz ehrlich, der macht einen Bombenschaden. Natürlich die Lamiela auch, aber ich habe meine Units alle full tanky gehabt und ich habe auch allen Units, Minus Water gegeben, alles Mögliche, also rausgeholt, was ging. Deswegen war das dann ganz in Ordnung. Dort heißt es dann einfach nur noch, abwarten. Beziehungsweise nicht abwarten, sondern die Runden ausspielen, bis das, Konrad und Robo das halt wieder frei haben und dann kann man das halt noch mal machen. Der Gapso ist halt noch mal nice, weil wenn die wirklich auf Schild sind, dann genau, da habe ich ganz kurz geguckt, wie viel Abklingzeit ich noch habe, weil ich war natürlich auch sehr aufgeregt, habe das aus dem Sinn vergessen dann. So, der Gapso ist sehr gut, weil er mit dem S2 halt definitiv so 'n Schild durchhaut mit seinem entweder mit dem Strip oder auch mit dem Damage. Ich habe ihn ja dort auf, Destroy. Ich habe ganz kurz überlegt, wen ich rausnehme, ob ich die Lamiela rausnehme oder die Molly rausnehme, weil ich ja das letzte Mal schon mal das Problem hatte, dass die Molly mich dann halt die ganze Zeit aufgehalten hat. Aber ich war mir dann doch, ja, sicherer dabei, einfach die Lamiela rauszunehmen, weil mein Gapso ist auch auf Destroy gewesen. Also von daher spiele ich das dann einfach runter und irgendwann ist da nicht mehr viel. Das ist schon ganz gut so und ja, immer mal wieder, das war falscher Drück, ich habe falsch gedrückt, immer mal wieder gucken, um auch wirklich die Abklingzeit im Auge zu haben. Das ist so einfach. Einfach unten draufklicken. Leider gibt es immer wieder Leute, die das dann, nicht wissen und dann dadurch, missplayen, weil sie denken, es ist was frei, ist es aber nicht. Ich habe aus Aufregung leider vergessen, die Aufnahme zu starten, aber gut, ich zeige euch das jetzt einfach so. Ihr kennt dieses Team ja auch bereits und ich zeige euch dann einfach am Ende noch mal nach dem Fight ganz kurz die Runen, dann könnt ihr euch die in Ruhe angucken, so wie ich das habe. Das war eine Def, die wir die ganze Zeit forcen mussten. Gut, ich kann das zweimal angreifen, deswegen finde ich Dupes halt immer sehr, sehr gut. Also, nur ganz kurz, ihr werdet mehrere Male sehen, dass man das Gleiche benutzt. Das ist im Tourney einfach nicht anders möglich. Also, ich, werde natürlich jetzt, sobald dann wieder normale Sieges sind und so, werde ich euch wieder Abwechslung zeigen. Aber im Tourney müsst ihr definitiv bei mir wissen, geht mir der Sieg der Gilde definitiv auf jeden Fall vor, weil ich kann euch über die ganze Season über Zeug zeigen, was gut funktioniert. Kein risky Zeug, sondern, ne, ihr wisst, was ich meine. Bei mir kriegt ihr ja wirklich gute Sachen. Und nichts, was 50-50 funktioniert und wir raten das auch. Aber im Tourney, bitte habt Verständnis, ich möchte ja gewinnen für die Gilde. Da habe ich genau dasselbe, also wie ihr seht, es ist zweimal dasselbe benutzt worden, zweimal auch gegen die gleiche Person. Leider kann ich euch das nicht abspielen, weil, ja, genau dazwischen, also ihr seht ja hier, das ist zweimal dasselbe. Ich habe zweimal dieselbe oft benutzt, genau gegen zweimal dieselbe Def.
Leider Gottes wurde ja mitten im Tourney, warum auch immer, zweimal ein Patch eingespielt, was ich sowieso schon sinnfrei ohne Ende fand. Das hat uns, also mich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei den anderen war, aber hat uns richtig, richtig durcheinandergebracht. So, ich sage ja, ich habe da leider vergessen, das aufzunehmen, weil, ja, ich war total aufgeregt, also wirklich aufgeregt. Die Runen habe ich euch ja bereits gezeigt in dem Video davor und es lief halt genauso. Es war eins zu eins exakt dieselbe Dev und ihr wisst Bescheid, also von daher, ne, ich hoffe, ihr verzeiht mir da. Ich habe ja versprochen, ungeschnittenes Material, so konntet ihr auch noch mal ganz kurz auf die Maps schauen, wie es da verteilt war. Ich kenne mich persönlich absolut nicht mit Map Leading aus. Das, ja, ist mir ein bisschen hart dann. Aber jetzt könnt ihr einfach mal gucken, wie ich das dann, ausgewählt habe, weil das wurde auch schon mal gefragt, dass die Leute das gerne sehen wollen, so von, Anfang an, wie ich das dann mache und ja. Da ist es. So habe ich jetzt, also gut, ich habe jetzt die, Units natürlich vorher gerunt. Ich habe das so als Deck nicht gehabt. In dem Fall ist, die Miang dafür da, erstmal für den höheren Speedlead und zweitens, dass sie halt ein Schild, wie es jetzt der Fall ist, kaputt machen kann. Und ihr so, jetzt guckt mal, der Robo hat es nicht kaputt bekommen. So, und dafür hat man dann jetzt die Miang, die strippt und haut es auch noch mal zur Not durch und dann spielt man das einfach aus. So, deswegen, weil ich hatte nämlich ein bisschen Bedenken, dass da irgendetwas auf Swift sein könnte aufgrund des Speedleads und habe mich dann dazu entschieden, die, ja, Miang zu nehmen. Durch den höheren Speedlead ist es dann halt einfacher, den Robo zu tunen oder wie auch immer. Ich persönlich finde das dann halt einfach besser. So, und das spielt man dann einfach aus. Ich wollte mal ganz kurz gucken, ob ich das natürlich alles frei habe, habe mich aber dann dazu einfach entschieden, das so weiterzuspielen. Wofür jetzt das noch machen? Natürlich hätten wir es jetzt machen können und, ja, hätten dann eventuell die, Ophinia, keine Ahnung, rausnehmen können. Ich halte von dem Unit irgendwie nix. Im RTA ist die schon sehr nervig und, zusammen mit Megumi und jetzt hier noch mit Tanisha, das gehört verboten, wirklich, es gehört verboten. Aber ist ja okay. So, da könntet ihr das dann sehen. Also, es ist, ich liebe Konrad und Robo. Ich habe es 10-mal und man kann es wirklich ab und an in sehr, sehr vielen Varianten spielen. Kanntet ihr das so schon? Schreibt mir das gerne mal auf. Und damit es nicht langweilig wird, habe ich dann direkt jetzt mal die Forster auch angegriffen. Ja, es war sehr lustig, weil genau dieselbe Forster hatten wir auch stehen gehabt. Es war sowieso sehr lustig. Irgendwie hatten die sehr viel gleich stehen wie wir. Also, das ist ich fand's mega, mega lustig. Das heißt, wir mussten irgendwie die ganze Zeit alle gegeneinander so gegen das Gleiche kämpfen, was wir auch stehen hatten und sowas. Ja, also, da war dann irgendwie derselbe Gedanke bei beiden Seiten. Ich fand's echt lustig. Na ja, auf jeden Fall, habe ich das leider beziehungsweise nein, ich habe nicht vergessen, das aufzunehmen. Ich war erst am Überlegen, ob ich's halt zeige, aber, dadurch, dass dieser Counter bekannt ist und den kennen auch einige und den habe ich ja schon 'n paarmal gesehen, dachte ich mir, da, wofür muss man das jetzt geheim halten? Also, das, bringt ja dann irgendwie nix. Deswegen ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, also, ich weiß nicht, ich finde natürlich ist da, sehr viel RNG mit drinne, ob der Havadam gesniped wird oder nicht, keine Ahnung. Ich habe meinen auf jeden Fall sehr tanky gehabt. Ich werde euch definitiv die Runen noch zeigen, weil, ich werde es auch noch einmal angreifen. Ich glaube, da habe ich die Runen, gezeigt. Ansonsten, wenn nicht, werde ich euch die einblenden. Gar kein Problem, wirklich kein Problem, mache ich, werde ich dran denken. Aber erstmal werden wir uns jetzt noch mal das angucken. Das habe ich ja eben schon mal benutzt. Und, ja, da habe ich mir dann gedacht, dann benutze ich's doch einmal noch mal, wenn's geklappt hat. Und jetzt, ja, over. Ich bin getrappt worden.
Da kann ich jetzt keine S2 machen, weil dann kommt der Robo nicht wieder, seine Passive funktioniert nicht. Das ist das Problem da dran gewesen. Ich hatte sogar 'n höheren Speedlead. Ich hatte mein Swift-Set auf ihm drauf. Was soll ich machen? Ich bin getrappt worden, ist natürlich blöd dann. Ich habe probiert, das noch irgendwie, weiterzuspielen. Ich kann euch das mal obwohl, ne, jetzt geht's weiter. Tja, keine Ahnung. Also, war natürlich blöd, aber was soll ich machen? Also, von daher, das ist, keine Ahnung, ich habe dann irgendwie noch mal probiert, irgendwie eventuell den Robo schneller zu pushen oder so, aber das hat halt einfach gar nix gebracht. Das hat wirklich absolut gar nix gebracht und, gut, da hätte ich eventuell S3 machen sollen von der Miang, aber ich kann euch spoilern, das hat nichts hätte nichts geändert. So, sagen wir mal so, weil hier der Stun und alles und jetzt war der Konrad auch raus. Ja, jetzt musste ich dann warten auf, mein Cover, dass ich gecovert werde und fertig. Ihr seht, es ist vorbei. Ich musste jetzt auf mein Cover dann warten. Deswegen, ja, das habe ich jetzt natürlich nicht die ganze Zeit aufgenommen. Ich bin getrappt worden, so läuft es im Tourney, so diese Gilde, die dann am meisten auch diese Traps hat und alles, hat dann natürlich 'n besseren Vorteil. Also, wenn man in so Traps reinläuft, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, ich hatte 'n sehr also, mein schnellstes Swift hatte ich nun mal auf dem Robo und die, Tanisha muss schon ordentlich schnell gewesen sein. Hut ab, wirklich, Hut ab. War okay. So, und weil ich ja gesagt habe, ich habe halt erst überlegt, die nicht zu zeigen, aber beziehungsweise, ich habe ja dann gesehen, dass die schon gängig ist und schon alt ist und alles. Habe ich halt einfach vergessen, in diesem ganzen Adrenalin-Rush habe ich einfach vergessen, das dann aufzunehmen. Deswegen habe ich's euch einfach nachträglich aufgenommen. Die Runen, die kriegt ihr noch gezeigt, ist gar kein Problem. Ja, was soll man machen, ne? Und, dadurch, dass ich ja auch getrappt wurde, war ich dann auch irgendwie noch mal 'n bisschen mad, aber das gehört halt leider dazu. Ist einfach so. Und, das kann immer mal wieder passieren. Im ersten Mal hat's funktioniert, im zweiten Mal hat's nicht funktioniert. Es war aber auch nicht dieselbe Person, die ich angegriffen habe. Ich habe jemanden anderes dann angegriffen. Turney ist halt immer sehr, 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 nervenaufreibend. Man switcht die Runen, man resettet immer wieder die Devs, man überlegt sich andere Builds, man tut mittendrin, noch mal Rerunen und. Man probiert, irgendwelche Traps zu bauen und überlegt, womit könnten die Leute drangehen und das ist sehr viel Überlegung. Wirklich sehr, sehr viel. Aber das hier war 'n Win. Hier dann noch mal, die Fiona fungiert einfach als, Tank. Ich habe da noch mal nachgerunt. Ich habe ja gesagt, diesmal schneide ich euch nichts, damit ihr genau seht, wie ich das mache. Ich wollte dann einfach noch 'n bisschen mehr Tankiness in die reinbringen und hatte gesehen, dass ich auch, 5 Despair-Runen hatte. So, und dann kommt halt der klassische Snipe, Adriana und, Rigna. Hier habe ich dann, noch mal überlegt, ob ich das Arti vielleicht ändere und, weil wir wollen ja die Lamiella mit ihr snipen und in dem Fall, wäre ein Arti besser gewesen mit, Elemental Damage. Das seht ihr ja, tue ich ja auch grade alles ändern. Noch mal kurz durchgucken, aber, ja, das empfand ich dann als besser. Die Fiona nehmen wir für den Fall der Fälle, dass der Licht-Irrfried auf einmal auf Swift ist. Weil ich sage ja, die können jederzeit geswitcht haben. Er war jetzt nicht auf Swift. So, und deswegen machen wir das einfach so. Wir nehmen da die Lamiella raus. Und mit der Fiona ist das ganz nice, weil sie halt den Slow Buff auch verteilt. Und dann nimmt man ein bisschen Damage halt raus aus dem Licht-Irrfried. Ich meine, der prockt natürlich, wie ihr gesehen habt. Und wir haben leider auch keinen Oblivion getroffen, aber ja, das war okay. Der war jetzt tot. Ende. Also spielt man das dann aus.
Deswegen, genau aus diesem Fall, weil ich davon ausgegangen bin, dass er Brocken wird eventuell oder irgendetwas sein wird, habe ich die Fiona tanky gemacht. Mit ein bisschen Damage natürlich, aber die ist halt mehr tanky und fertig. Da wollte ich jetzt einfach nur noch Damage draufhauen und es lief dann auch ganz gut. Jetzt haben wir hier den Attack, wo ich euch die Runen zeige, damit ihr Bescheid wisst. Ja, ihr könnt euch die Runen dann so abschauen. Ich habe das halt insgesamt dreimal gemacht, deswegen ich sage ja, im Siege, so in Tourney und sowas, da kann man halt nicht jetzt auf Ausgefallenheit gucken, sondern da muss man seine Box mit den ganzen Dupes irgendwie nutzen. Auch wenn ich jetzt hätte vielleicht dreimal Hagen gespielt, habe ich ja auch dreimal, dann wäre das vielleicht auch gegangen, aber ich habe leider keine Devs gefunden, wo ich das jetzt gut hätte reinspielen können. Deswegen, das ergibt sich halt immer und im Snipe war da jetzt auch nicht sehr viel möglich, wenn ich ehrlich bin, weil das meiste davon halt so 'n bisschen unsnipeable war. Aber ansonsten, ja, ihr seht, wie es funktioniert. Ich habe es euch jetzt dreimal gezeigt. Die Runen habt ihr jetzt auch gesehen dabei. Ja, beim ersten Mal habe ich den Mimir im First Turn rausgenommen. Da habe ich's dann mal, dann halt mit dem Fisch probiert und fertig. Ändert halt so an dem Sinne nichts. Aber ich muss auch echt sagen, das war mein vorletzter Attack und meine Nerven lagen echt blank. Also wirklich, wirklich blank. Weil dieses Tourney, das war so knapp, in jeder Situation so was von knapp und ich war immer noch extrem down bad über mein Lose, weil ich getrappt wurde. Aber was soll ich machen? Kann man nun mal nicht ändern. Deswegen haben wir heute zum Ende leider keine Krone, aber ich habe noch was Schönes zum Ende für euch vorbereitet, für die, die das immer sehen wollen. Natürlich habe ich einen Lucian im Predeck und natürlich hatte ich die Info, ne? Ich musste jemanden covern. Natürlich hatte ich die Info, dass ich mit Lucian da reingehen kann. Wie ihr gesehen habt, das war ein Cover. Sonst hätte ich Lucian definitiv nicht benutzt im Tourney. Also, ich finde, so 'n Blind Lucian, das geht gar nicht. Aber so wusste ich jetzt Bescheid, dass ich das, covern muss. Und da war dann klar, da wusste ich natürlich, wie die Units gerunt sind in dem Falle und deswegen war das in Ordnung. So, wir sind leider Zweiter geworden. Wie ihr seht, es war sehr, sehr knapp. Und da muss ich auch mal sagen und da muss man auch mal, die Eier in der Hose für haben. So würde man jetzt auf Deutsch sagen. Hut ab an Seven Deadly Sins. Sehr gut gespielt, sehr gutes Map-Play, sehr, sehr gute Devs und auch gute Traps gebaut. Da ist für mich, egal was für ein Drama davor war oder sonst irgendwas, Glückwunsch für euch zum Sieg. Ihr habt es geschafft. Ihr habt uns besiegt. War sehr, 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 sehr knapp für uns, aber Glückwunsch dazu. Und viel Glück euch noch weiterhin im Tourney in den nächsten Runden. Mal sehen, wie weit ihr kommt. Ja, so viel zu dem Thema. Dann zu dem vorherigen Thema aus dem Intro. Wir haben jetzt den Koffer. Wir haben das jetzige Intro. Ihr solltet weiterhin verfolgen. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, baue ich eine Story auf und, ja, vielleicht kommt ihr dahinter, was diese Story zu bedeuten hat. Ansonsten werde ich am Ende der Season natürlich das Geheimnis lüften, was für eine Story dort erzählt wurde. Aber ihr müsst euch dann gedulden bis zum Ende der Season. Ist ja nicht mehr lange, ne? Also, mit jedem, Siege-Video, was ich hochlade, kommt ein neues Puzzleteil. Und ihr könnt ja schon mal raten, was ihr denkt, was ich erzählen möchte oder auf was ich hinaus möchte. Und, ich lasse jetzt einfach mal laufen. Ich mache noch die Kiste mit euch zusammen sozusagen auf und, ja, da ist halt leider so gewesen. Ich habe, eine Glänzi-Kiste bekommen, jetzt noch zum Abschluss, habe mich dann auch darüber sehr gefreut.
Leider habe ich mich dann darüber nicht so gefreut, was drinne war, weil ich hätte ganz gerne lieber Juwelen oder Scrolls gehabt, weil die Runen, die haben leider nichts gegeben. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wisst ihr Bescheid, lasst ein Like und ein Abo und ein Hype da und verpasst auf jeden Fall nicht die nächsten Sieges. Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte endet, dann müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben. Vielleicht macht ihr noch die Glocke an, damit ihr immer wieder auf dem Laufenden seid. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ihr wisst, ich freue mich immer wieder über Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.